Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es heute Cosplay Vlog Teil 2. Ich nähe heute den Kimono für mein Seishoumaru Cosplay. So, zuallererst müssen wir uns natürlich den Stoff wieder zuschneiden. Ich habe mir schon wieder alles ausgemessen. Was wir brauchen ist für das Rückenteil ein großes Rechteck. Da misst ihr quasi einmal eure Schulterlänge aus und dann wie lang ihr den Kimono haben wollt. Und für die Vorderteile brauchen wir zwei Rechtecken, die dann noch mit einer Schräge versehen werden, weil wir den Kimono ja quasi so übereinander legen werden. Ja, dazu nehmt ihr wieder eure Schulterbreite für unten oder Hüftbreite, je nachdem. Dann die Länge eures Kimonos, das müsst ihr euch halt bei euch selber ausmessen. Und dann braucht ihr damit wir die Schräge schneiden können, müsst ihr euch einmal die Hälfte eurer Schulter ausmessen. Und die Ärmel sind eigentlich auch ganz leicht auszumessen. Quasi wie auch ein großes Rechteck, aus dem, soweit ich das jetzt mache, noch ein kleines Rechteck ausschneide, damit er eben quasi hier normal wie ein Ärmel verläuft und dann hier halt diese langen Ärmel-Dinger runterhängen. Genau, dazu messt ihr euch einmal die Länge eures Armes aus, beziehungsweise wie lang euer Kimono dann werden soll. Und ihr braucht einmal quasi euren Umfang vom Arm. Ja, und dann müsst ihr natürlich euch überlegen, wie lange ihr euren Kimono haben wollt. Das Tutorial, nachdem ich das nähe, werde ich auch wieder unten in die Infobox packen. Ich mache das natürlich nicht alles so, weil ich das nicht kann. Ja, ich würde sagen, wir schneiden jetzt den Stoff zusammen. Zuallererst werde ich jetzt mein Rückenteil ausschneiden. Dafür habe ich mir 51 cm für meine Schulter gemessen und 80 cm länger. Genau, das werden wir jetzt mal machen. So, der Stoff ist jetzt doppellagig. Das heißt, ich werde jetzt gleich direkt zwei Rechtecken rausschneiden. Und ich werde dann eins der Rechtecke direkt für meine Frontseite benutzen. Ja, das spare ich mir quasi einen Arbeitsschritt. Und die Vorlage von diesem Vorderteil werde ich dann für die andere Hälfte quasi auch benutzen. Das ist quasi mein Rückenteil. Und für die Frontteile werde ich jetzt, wie gesagt, einfach nur hier eine Schräge reinschneiden. Als nächstes müssen wir jetzt noch die Ärmel machen und die sind eigentlich auch nicht schwer. Man muss es halt nur entsprechend ausmessen. Ärmel werden ungefähr so ein Muster hier haben, also so eine Form. Hier oben lassen wir den Stoff zusammen, dann sparen wir uns nämlich eine Naht. Müssen wir jetzt nur noch hier vorne einmal aufteilen, weil dann natürlich unser Arm nachher durchkommen muss. Vorderteile, Rückenteile und Ärmel sind jetzt ausgeschnitten. Jetzt brauche ich noch die Blende für den Kimono, damit nicht die hässliche Naht da so offen rumflattert. Ich habe das mit der Blende im Tutorial nicht so wirklich verstanden, aber ich werde das jetzt einfach so machen. Ich werde mir jetzt ein knapp 2 Meter langes Rechteck, dünnes Rechteck, ich glaube so 10 cm werde ich das machen, ausschneiden und das werde ich aber als Blende nutzen und hoffen, dass das so passt. Hoffen wir mal, dass das reicht. So, ich habe das jetzt mal sporadisch mal so zusammengelegt, wie es dann hinterher gehört. Also hier haben wir den Arm. Zunähen müssen wir es dann, wie gesagt, hier und hier unten. Ich werde für mich aber hier auch noch ein Stück zunähen, sodass ich quasi nur ein kleines oder ein kleineres Loch für meinen Arm habe. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so bei den Kimonos. Bin mir aber jetzt nicht sicher. So, genau, dann haben wir hier die Blende. Ja, ich glaube, das reicht tatsächlich. So in etwa wird es dann aussehen. Und ja, hier der andere Ärmel, den habe ich jetzt nicht ganz mit drauf gekriegt. Ja, so können wir das jetzt, glaube ich, zusammenschustern. Ach, fick. Ich sehe gerade, die Blende muss natürlich hier auch noch lang. Ja, so in etwa. Also die Blende muss hier natürlich auch noch weitergehen. Und dann geht sie hier unten lang. Das ist ein bisschen kurz, aber ich hoffe, das sieht man nachher nicht. So, zuallererst werde ich jetzt die Front- und die Rückteile zusammennähen. Da werden wir quasi einfach, also hier ist das Rückenteil, hier ist die Vorderseite, einfach hier oben die Naht schließen und natürlich versäubern. Ich werde jetzt, glaube ich, das noch ein wenig einkürzen müssen, weil ich das jetzt natürlich genau bis zur Hälfte gemessen habe. Und wenn ich das komplett bis hier zunähe, werde ich meinen Hals da nicht mehr durchbekommen. Nächster Schritt wird sein, dass wir die Ärmel jetzt eben erstmal so verschließen, wie ich es vorhin gezeigt habe. Das machen wir jetzt für beide Ärmel. Und dann werden wir
abmessen, wie breit die Ärmel sind, dass ich mir am Kimono quasi hier abstecken kann, wie viel Platz ich freilassen muss, damit ich dann hier die Seiten eben auch schon zunähen kann. Und ich habe mir jetzt hier an meinem Kimono auch schon mal abgesteckt, wie weit ich ihn quasi an den Seiten zunähen kann. Also, beziehungsweise was ich freilassen muss für die Ärmel. Und genau, die beiden Seiten hier unten werde ich jetzt als nächstes zunähen. Dann werde ich die Blende schon mal dran machen, damit ich einfach zum Schluss nicht so viel Stoff rumfliegen habe, wenn ich die dann machen müsste. So, zum Annähen der Blende müsst ihr euch den Stoff einmal hier von der einen Seite einmal rechts auf rechts und dann hier auch nochmal rechts auf rechts legen. Wir schließen quasi die Kante vom Kimono von beiden Seiten gesäumt hier ein. So brauchen wir halt nur eine Naht nähen. Ich habe mir jetzt oben bei der Blende schon mal das abgenäht, damit es nachher nicht machen muss. Man sieht, weil die Blende auf der einen Seite tatsächlich jetzt ziemlich zu kurz. Das wird man aber nachher natürlich tatsächlich nicht sehen. Ich werde mir jetzt hier, das habe ich jetzt leider vergessen, die einmal versäumen. Und das Stück hier ebenfalls. Und dann werde ich die Blende annähen. Die Blende ist jetzt dran. Ihr müsst gucken, wenn ihr das so näht, wie ich das jetzt gemacht habe, dass ihr wirklich beide Stofflagen, also die untere und die obere, mit gut erwischt. Ich hatte jetzt auch zweimal das Problem, dass ich die untere nicht richtig mitbekommen habe, musste dann eben da nochmal nachnähen. Ist jetzt aber nicht so das große Problem gewesen. Im nächsten Schritt werde ich mir jetzt den Saum am Kimono unten nähen. Dazu schlagt ihr einfach das Stoffende unten zweimal um. Schließt den dann quasi, also näht den einmal zu. Und dann werde ich das hier oben noch einmal fein absteppen, damit es nicht so wulstig halt fällt. Im Prinzip so wie hier. Und danach können auch schon die Ärmel dran genäht werden und dann ist der Kimono auch schon fertig. Wenn ihr jetzt die Ärmel annähen wollt, also ich weiß, viele haben Probleme mit den Ärmeln annähen, eigentlich ist es aber gar nicht so schwer. Dazu dreht ihr euren Kimono auf links, den Ärmel lasst ihr aber auf rechts und schiebt den dann quasi den Ärmel in den Kimono rein. Also im Prinzip so. Hier ist mein Kimono, den habe ich jetzt auf links gedreht. Hier ist der Kragen quasi. Der ist auf links gedreht. Und ich habe jetzt hier meinen Ärmel auf rechts und habe den jetzt hier reingesteckt. Und dann legt ihr einfach Naht auf Naht. Und dann näht ihr einmal im Kreis drumherum. Tada! Der Kimono ist fertig. Und ich muss sagen, ich bin auch hiermit relativ zufrieden. Also, um die Muster auf meinem Kimono jetzt anzubringen, habe ich mir eigentlich Textil-Sprühfarbe gekauft. Die habe ich aber jetzt getestet und habe festgestellt, dass der Stoff viel zu sehr ausblutet, also einfach die Farbe viel zu sehr aufsaugt. Deswegen habe ich jetzt spontan umdisponiert und habe mir normale Textilfarbe gekauft. Genau, werde die jetzt einfach ganz normal schablonieren, mit dem Schwamm auftragen. Ich habe jetzt hier schon mal die Schablone draufgelegt. Das muss ich jetzt irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal oder so machen. Und ich hoffe, dass ich nichts versaue. Ich werde relativ wenig Farbe nehmen, damit hier wirklich möglichst nichts unter meine Schablone läuft. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Mein erstes Muster ist jetzt aufgetragen und getrocknet. Ich habe es ein bisschen geföhnt, damit es schneller geht. Und ja, ich ziehe das jetzt mal ab und wir gucken mal, wie es geworden ist. Die Feinheiten werde ich nachher mit dem Pinsel noch nacharbeiten. Also hier kommen ja zum Beispiel hier zwischen noch diese feinen roten Linien. Hier sieht man das ja auch nochmal. Aber ich werde jetzt überall erstmal die Blumenmuster auftragen und den Rest werde ich dann eben danach nacharbeiten. Und fertig ist der Kimono. So sieht es jetzt aus. Also hier die Muster, hier die Muster. Habe ich das jetzt so gemacht. Ja, also ich finde, so langsam nimmt mein Cosplay auf jeden Fall Gestalt an. Also das nächste Mal würde ich die Muster nicht nochmal mit Textilfarbe draufbringen, weil es einfach ja, zu aufwendig und dafür aber eben auch nicht gut genug wird. Also die werden halt nicht sehr genau. Ich habe es jetzt so gut wie möglich gemacht. Ich finde es voll okay. Für mich ist das
Nicht perfekt, aber es passt zum Rest. Genau, ich habe mir auch spontan da schon mal meinen gelben Stoff hier drum gemacht. Ist aber nur einmal sporadisch zugeknüpft. Ja, das ist auf jeden Fall mein Kimono. Als nächstes werde ich die Lederrüstung in Angriff nehmen. Und ich würde sagen, bis dahin, Cheerio!